Ja, wichtige Änderung hier, was Thailand anbelangt. Wenn du in Thailand wohnst momentan oder planst, dahin umzuziehen, dann musst du dich darauf gefasst machen, dass ab dem 1. Januar 2024 sämtliche Auslandseinkünfte, die nach Thailand eingeführt werden, in Thailand versteuert werden müssen. Und zwar egal, wann sie ins Land gebracht werden. Bisher war die Regelung so, dass du also Auslandseinkünfte in Thailand nicht versteuern musstest, unter der Voraussetzung, dass du diese nicht im Jahr des Verdienstes nach Thailand ausgeschüttet hast, also auf ein thailändisches Konto ausgeschüttet hast oder in Thailand irgendwie verbraucht hast mit einer Kreditkarte oder sonst irgendwas. Ja? Das hieße also, wenn du jetzt zum Beispiel in 2023 Kryptoerträge hattest, und du hast diese letztlich dann erst 2024 in Thailand verwendet oder nach Thailand überwiesen, waren die in Thailand steuerfrei. Das ändert sich nun. Ähm, Auslandseinkünfte, die du im Ausland lässt, bleiben weiterhin steuerfrei. Auslandseinkünfte, die du nach Thailand überweist oder in Thailand verbrauchst, müssen in Thailand besteuert werden zu den üblichen Einkommensteuersätzen, wenn du in Thailand unbeschränkt steuerpflichtig bist. Das ist natürlich eine große Änderung. Wenn du jetzt ohnehin natürlich hohes Kapitalvermögen hast und nicht darauf angewiesen bist, dass du deine Einkünfte im Ausland in Thailand verwendest, um deinen Lebensunterhalt zu bezahlen, dann wird es dich nicht weiter groß interessieren. Ich meine, das Scheme ist ähnlich wie zum Beispiel der britische Non-Dom-Status, der irische Non-Dom-Status, der maltesische Non-Dom-Status. Da gibt es ja ganz ähnliche Regularien. Ähm, Das heißt also, du kannst nach wie vor steuerfrei verdienen, ganz wichtig, aber es muss eben dann im Ausland bleiben. Das heißt, wenn du also darauf gezählt hast, dass du bisher dein ganzes Auslandseinkommen ein Jahr später dann in Thailand verwendet hast oder es dort brauchst, um deine Lebenshaltungskosten zu finanzieren, das wird in Zukunft nicht mehr gehen. Ab 2024 soll diese Regelung in Kraft treten. Was ist der Hintergrund? Gut, ich denke generell, natürlich wie jeder Staat braucht auch der thailändische Staat Geld und es ist schon lange, sage ich mal, ein Dorn im Auge der Thailänder gewesen, dass es dort eben viele Ausländer gibt, die dort zur Leben im Grunde kaum Steuern bezahlen oder gar keine Steuern bezahlen. Ja. Man muss natürlich aber auch sehen, dass diese Regelung von vielen Thailändern auch verwendet wurde, die war nicht nur für Ausländer zugänglich, sondern jeder konnte letztlich im Ausland Geld verdienen, irgendwie im Ausland Geld an der Börse anlegen und dann steuerfrei nach Thailand dieses ausschütten. Also es betrifft die ganze Bevölkerung, nicht nur Ausländer. Aber ich denke, ich habe das Gefühl, spezifisch sollen Ausländer dort dann auch spezifisch und gezielt auch damit zur Kasse gebeten werden. Auch all jene, die natürlich jetzt hier ordentlich kassiert haben, was Kryptogewinne und so weiter anbelangt. Es gibt noch viele ungeklärte Details hier natürlich. Ja, also zum einen mal ist nicht klar, wie hoch eigentlich die Steuer sein wird, die zum Beispiel jetzt zu bezahlen ist auf welche Auslandseinkünfte. Wird es da eine Flat Tax geben, so eine Art Abgeltungssteuer? Wird es die ganz normale Einkommensteuer sein? Also hier gibt es noch einige Unklarheiten, wie das genau zu funktionieren hatte. Was passiert mit Einkommen, die letztlich jetzt im Ausland schon thesauriert wurden, noch aus letztem Jahr, die ja dann eigentlich legalerweise ab 2024 oder auch schon ab diesem Jahr legal in Thailand hätten ausgegeben werden können. Betrifft es auch diese Einkünfte und wie werden die versteuert? Was ist mit sogenannten Mixed Fund Situationen, ja? Wo du jetzt also ein Konto hast, auf dem sowohl Erträge sind, die möglicherweise steuerfrei sind und andere Erträge, die jetzt aber erst ganz frisch von diesem Jahr sind. Also da sind noch etliche Dinge, die jetzt noch nicht klar sind. Und man weiß ja, wie effizient die thailändische Steuerverwaltung ist. Also da wird es sicherlich noch einige, sage ich mal, Korrekturen, Benachrichtigungen und Updates geben, bis das Ganze dann tatsächlich effizient funktionieren wird. Ich denke, die Zügel werden generell angezogen, gerade in Thailand. Wir sehen es auch in anderen Bereichen. Border Runs sollen letztlich unmöglich gemacht werden. Beim Education Visum soll letztlich der Missbrauch hier unmöglich gemacht werden. Und auch das Elite-Visum wird ja komplett überarbeitet und die Zugangsregeln sind doch stark verschärft worden. Thailand hatte ja immer schon ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu den Ausländern. Man will sich eigentlich gerne abschotten. Man braucht natürlich auch das Geld der Ausländer, aber ist doch sehr vorsichtig, was Ausländer anbelangt. Also wirklich überraschend tut es mich jetzt nicht. Ja.
Wenn du davon betroffen bist, dann überleg dir am besten, was deine Zukunft in Thailand anbelangt, wie du damit weiter umgehen willst. Ist es ein Problem für dich? Ist damit kein Problem? Nicht für alle wird es tatsächlich ein Problem sein, für manche, die können damit umgehen. Gegebenenfalls musst du ja dann ein anderes Land suchen, wo du entsprechend dann dich aufhalten kannst, oder du verwendest eben im Grunde Thailand als eine Basis, als einen offiziellen Wohnsitz, hältst dich aber weniger als 180 Tage in Thailand auf. Dann bist du ja kein Resident in Thailand. Das heißt, die Regel gilt dann für dich nicht. Du kannst dann alles in Thailand ausgeben, was du willst, und kannst im Ausland dann sowieso deine Einkünfte dann ausgeben. Wenn du dazu Beratung benötigst, vielleicht dich dazu informieren willst, welche anderen Länder hier noch in Frage kommen für dich in Asien oder sonst in der Welt, dann buch gerne ein Beratungsgespräch, unterhalten uns gerne drüber. Ich freue mich darauf, dein Auslandsvorhaben mit dir zu besprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.